Herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Herzlich willkommen auf dem YouTube und sonst wo Kanal, wo immer ihr seid. Peter, du hast uns ein Motorrad mitgebracht, die neue KTM 97 Adventure. KTM Einzylinder Enduros haben wir ganz viele schon gehabt, haben wir immer noch jetzt gerade wieder neu. Wir haben die 1050er, 1090er, 1290er, ETC, früher noch 950er, 990er. Und jetzt trotzdem mit dem 97er wieder so ein Aufschlag, sage ich mal, in der Mittelklasse von KTM. Gibt es dafür einen Grund? Ja, KTM hat ja eine lange Tradition in Sachen Reise-Enduros oder Enduros generell. Ist ja eigentlich ein Offroad-Hersteller, die Wurzeln liegen ja abseits der Straße. Alles V2-Modelle. Und jetzt hat KTM eben einen sogenannten, ja, ich würde mal sagen, einfach einen Konzeptwechsel vorgenommen, hat auf der technischen Basis der Duke eben mit diesem Reihen-Zweizylinder aufgesetzt und da eine, in Anführungszeichen, wirkliche Mittelklasse-Reise-Enduro auf die Räder gestellt. Okay, du hast schon gerade gesagt, Mittelklasse Reise-Enduro. Trotzdem muss man ja sagen, wenn man jetzt ein bisschen so guckt, 1290er zum Beispiel, fettes Ding von KTM, großer Tank, große Leistung natürlich auch. Konkurrenzmodelle gehen alle in die ähnliche Richtung. Nun wirkt dieses Motorrad gleich ein bisschen anders, schlank, ein bisschen reduzierter. Tank zum Beispiel, wo finde ich den Tank? Auch ganz besonders, ich glaube, sehr weit unten. Ja. Sehr weit unten hier, oder? Also was ist da das Besondere an dieser 97er? Ich würde mal so sagen, der Grund, warum es überhaupt diese Mittelklasse-Reise-Enduros gibt, markenübergreifend, ist, weil in der großen Reise-Enduro-Klasse, das heißt 1200 Kubikzentimeter plus, da ist man vielleicht ein bisschen oben rausgeschossen, wenn man bedenkt, eine Ducati Multistrada oder eine KTM 1290 Super Adventure, die laufen 250 km/h, eine Triumph Tiger 1200, die wiegt 270 Kilogramm. Und in Vollausstattung kosten alle diese 1200er über 20.000 Euro. Und insofern war es dann mal an der Zeit, dass man mal wieder sich auf das Wesentliche besinnt bei einer Reise-Enduro. Und so ist diese Mittelklasse-Reise-Enduro eigentlich entstanden. Das heißt, BMW F800 GS gibt es ja schon lange Zeit. Die wurde im vergangenen Jahr auf 850 Kubik mit einem neuen Motor aufgerüstet. Triumph hat die Tiger 800 völlig neu überarbeitet. Honda hat mit der Africa Twin, ganz wichtig, diese Klasse befeuert. Und jetzt war es natürlich auch an der Zeit, dass sich KTM da in dieser Mittelklasse was Neues einfallen lässt. Und das ist eben die 97 Adventure. Also wir kennen ja schon sozusagen, die meisten von euch kennen wahrscheinlich schon die 97er Duke. Sportives Naked Bike von KTM, leicht, toll zu fahren. Trotzdem jetzt mal ganz konkret, 97 Adventure. Was hat denn KTM verändert, um aus dem Naked Bike, du hast die Motorbasis gerade schon angesprochen, jetzt diese 97er Adventure zu machen? Ja, wir haben ja die Optik vorhin schon angesprochen. Das Motorrad sieht auf den ersten Blick überhaupt nicht aus wie wenn die Technik auf der Duke-Basis basieren würde. Aber wenn man das Fahrwerk stammt nahezu 1:1 von der Duke, hat nur einen etwas flacheren Lenkkopfwinkel mit 64 Grad, die Duke hat 66 Grad. Die Schwinge ist 1:1 von der 97 Duke und auch der Motor, der Zweizylinder 800er, stammt auch direkt aus der Duke. Man hat ein bisschen Leistung zurückgenommen, 105 PS leistet die Duke, 95 PS leistet der Zweizylinder hier in diesem Motorrad. Das hat einen Hintergrund, dass mit 95 PS eben das Motorrad auch drosselbar ist auf eine A2-Führerscheintauglichkeit. Da darf man maximal 95 PS haben. Man hat das mit relativ einfachen Mitteln geschafft. Das heißt, man hat eine zahmere Nockenwelle installiert, hat das Mapping angepasst und etwas längere Ansaugschnorchel in der Airbox und das war es dann auch schon. Herausgekommen ist, wie wir es gerade schon gesagt haben, 10 PS geringere Spitzenleistung, aber dafür im Bereich zwischen 4.000 und 6.000 etwas mehr Drehmoment. Also eigentlich passend für so eine Reise-Enduro. Okay, und vielleicht zur Info. Von der 97er Duke gibt es auch eine A2-Version. Die taucht zwar fast nirgendwo auf, aber KTM bietet wirklich auch eine 95 PS-Version an. Vielleicht ist das ja sogar die 1:1 Basis der Motor. Wir werden nochmal nachfragen. Dennoch sieht man natürlich gleich, Enduro heißt natürlich auch längere Federwege. Ich meine, die 97er ist ein reines Straßenmotorrad. Worüber reden wir denn hier bei der Adventure? Ganz klar, wie du sagst, längere Federwege, Offroad-Tauglichkeit, das ist hier ein ganz wichtiges Thema, gerade in der Mittelklasse, wo die Motorräder nicht so schwer sind. Da legen die Fahrer, die so ein Motorrad schätzen, auch mehr Wert auf eine Offroad-Tauglichkeit als in der großen Reise-Enduro-Klasse. Hier haben wir vorne und hinten Federelemente von WP Suspension, das gehört zum KTM-Konzern, wird in Mattighofen auch gefertigt, eingebaut. Die haben 200 mm Federweg vorne und hinten. Okay, dennoch frage ich mal so ganz ketzerisch, die 97er Duke, das ist ja schon so ein richtig spritziges, nach vorne stoßendes, tolles Landstraßenmotorrad mit den 105 PS.
Du bist die 97er jetzt ja die Adventure ganz oft gefahren, du warst bei der Präsentation, hast jetzt den Top-Test gemacht. Wirkt sich denn dieses weniger an Leistung irgendwie aus? Denkt man, oh, diese 10 PS mehr hätte ich gerne? Oder würdest du sagen, hey, das fällt gar nicht auf? Ja, also Hand aufs Herz. Ich hätte es ohne einen direkten Vergleich mit unserer 790er Dauertest Duke, hätte ich es, glaube ich, überhaupt nicht gemerkt. Das heißt, das Motorrad hat wirklich in der Mitte ein bisschen mehr Druck. Das heißt, im Alltagsbereich kommt einem das sogar entgegen. Und die Mehrleistung oben, das sind 10 PS, die schlagen sich meiner Meinung nach nicht so nieder, als dass man die vermissen würde. Vor allem, weil KTM da auch ein bisschen nachgeholfen hat. Das heißt, die Adventure hier hat 4 Zähne mehr auf dem Kettenrad hinten. Das heißt, das Motorrad ist kürzer übersetzt und dementsprechend auch dann ganz hat man an, einfach ein bisschen einen kräftigeren Antritt. Also ich würde sagen, da haben sie wirklich genau das gemacht, was eigentlich ein Reise-Enduro-Fahrer, was der eigentlich möchte. Okay, also 4 Zähne mehr ist ja auch schon eine Ansage. Da geht es, glaube ich, ganz gut vorwärts. Trotzdem, um das auch umsetzen zu können, wir haben das Fahrwerk ja schon mal grob angesprochen, was mich natürlich noch ganz klar interessieren würde, die meisten, sage ich mal, Mittelklasse-Enduros neigen so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zum Adipösen, aber viele werden immer so ein bisschen schwerer, kriegen immer mehr Ausstattung und dann haben wir ganz oft so 200, 210, 220 und bei den großen Reise-Enduros sogar noch plus 250 und x Kilogramm. Wo sind wir denn jetzt hier bei der 97er? Ja, da hast du absolut recht. Das ist der Gang der Dinge, dass die Motorräder immer aufwendigere Ausstattung bekommen. Jeder Hersteller meint, er muss da nachziehen, muss der Konkurrenz da Paroli bieten. Und KTM ist genau den umgekehrten Weg gegangen. Wahrscheinlich auch aus ihrer Offroad-Vergangenheit. Leichte Motorräder sind nicht nur im Gelände gut zu fahren, sondern eben auch auf der Straße. Bei der Präsentation hat es geheißen, diese Maschine wiegt in Serienausstattung mit vollem Tank 209 Kilo. Und wir haben sie jetzt im Rahmen des Top-Tests haben wir sie gewogen. Das Motorrad hier auch wieder vollgetankt 212 Kilo. Allerdings haben wir hier schon die Top-Case-Platte montiert und auch hier die Kofferträger, zusammen wiegt ungefähr 2-3 Kilo. Ja. Das heißt, die 209 Kilo, die stimmen wirklich. Und es ist wirklich eine Hausnummer, das muss man ganz klipp und klar sagen. Wenn man sieht, eine Africa Twin wiegt 238 Kilo, dann sind da eben 30 Kilogramm Gewichtsunterschied oder knapp 30 Kilogramm Gewichtsunterschied. Das ist wirklich eine Ansage, die KTM hier gemacht hat. Und es ist auch mit Sicherheit der richtige Weg. Die Motorräder sollen fahrbarer werden und da gehört natürlich ein leichtes Gewicht immer dazu. Genau, man muss natürlich jetzt nicht nur die Africa Twin ansprechen, sondern auch die anderen Wettbewerbsmodelle in der Klasse. Betrifft die anderen. 850er BMW, 800er Triumph. Völlig richtig, die liegen gewichtsmäßig ungefähr in der gleichen Kategorie. Das heißt, die 97 Adventure hat wirklich diese 25 bis 30 Kilo Gewichtsvorteil gegenüber allen anderen Konkurrenten. Okay, 30 Kilo weniger, das macht sich auch bemerkbar, oder? Ja. Du bist ja auch die anderen Modelle schon ganz oft gefahren, die wir gerade angesprochen haben. Wahrscheinlich wie so eine richtige Frischzellenkur, oder? Ja, das merkt man ganz klar. Wir haben ja, wenn wir den Top-Test machen, testen wir das Motorrad ja nicht nur auf der Straße, draußen in freier Wildbahn sozusagen, sondern wir haben ein Top-Test-Gelände, das heißt, es ist ein ehemaliger Flugplatz in der Nähe von Tuttlingen in Süddeutschland. Und da bauen wir den immer gleichen Testparcours auf. Das ist ein langsamer Slalom, ein schneller Slalom und eine große Kreisbahn. Und da können wir messen dann auch die Zeiten und die Geschwindigkeiten. Und da können wir immer sehr schnell feststellen, wie liegt ein Motorrad. Und es ist ein absolut objektiver Vergleich, weil wir haben die Werte von vielen, vielen Motorrädern, die wir auf diesem Gelände schon getestet haben. Und da muss man sagen, die 97 Adventure, die hat sich da wirklich bravourös geschlagen. Die liegt von den Zeiten im Bereich einer Super Duke, sprich oder R1250 GS. Also das kann sich wirklich sehen lassen. In der Kreisbahn ist sie sogar schneller gefahren als eine 1250er GS oder ihre Schwester, die Super Duke. Also das passt, muss man wirklich sagen. Bravourös hat sie sich da geschlagen. Okay, Kreisbahn, du hast gerade angesprochen, ist natürlich nicht nur immer vom Motorrad an sich abhängig, sondern zum Beispiel auch von den Reifen. Hier ist jetzt, glaube ich, sogar ein englisches Fabrikat drauf, oder? Richtig, KTM riskiert ja gerne ein bisschen was. Wir wissen es ja, sei das optisch oder technisch. Und hier haben wir den Avon, ein englisches Fabrikat, Avon Trail Rider. Und da ist man zunächst natürlich auch vorsichtig und denkt, Mensch, den Reifen, den haben wir noch nicht oft hier gefahren in der Redaktion und ist skeptisch. Aber auch da muss man sagen, alles in der Richtung. Auf dem Top-Test-Parcours hat sich prima geschlagen. Auf der Straße, wir sind auch bei Nässe gefahren, war in Ordnung. Also die Wahl kann man akzeptieren. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, ist eine ganz leichte Tendenz des Reifens, dass er Längsrillen folgt, wenn man auf der Autobahn jetzt die Spur wechselt oder so, dass man da vielleicht eine kurze Unruhe reinkriegt. Aber das ist wirklich minimal und akzeptabel. Insofern es besteht überhaupt kein Grund, da jetzt schnell umzubereifen. Das passt. Okay.
Hört sich jetzt, so sage ich mal, vom reinen Top-Test, vom Testen auf dem Gelände in Neuhausen, du hast es ja gerade schon angesprochen, so an, als ob es jetzt die pure Lobhudelei war. Gibt es denn nichts, wo du sagen würdest, hey, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr von der 97 Adventure erwartet, wo man sagen würde, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen? Ja, es ist vielleicht eine Charaktersache, wenn man das so ausdrücken möchte. Man erwartet ja in der Regel von einer Reiseenduro etwa eine reiseorientierte Auslegung. Wenn man jetzt zum Beispiel wieder die Afrika Twin nimmt, die hat schön Kraft von unten raus, aber im Grunde genommen ist ein sehr ruhiges, sehr gedämpftes Fahren. Und da bleibt sich die KTM mit ihrer Duke-Vergangenheit hier doch sehr treu. Das heißt, der Motor hat ja auch nicht mehr Schwungmasse bekommen. Das heißt, er ist nahezu 1:1, wie wir es schon vorhin gesagt haben, von der Duke übernommen. Und genauso ist er natürlich auch. Der Motor, der fordert, der ist spritzig, der ist lebendig. Der Motor ist kein typischer Reise-Enduro-Motor. Ich glaube, auch KTM hat es ganz bewusst gewollt, weil sie hätten ja auch ein bisschen mehr Schwungmasse geben können oder vielleicht ein anderes Mapping. Aber das hat man einfach, denke ich mal, bewusst so gemacht. Das ist eher so ein Landstraßenfeger, würde ich mal sagen, als in Reise-Enduro-Verkleidung. Also man hat wirklich Spaß mit dem Motor, er reizt und er macht auch an. Allerdings, und das ist ein Negativpunkt, den wir auch schon bei der 97 Duke hatten, dieses Konstantfahrruckeln. Das heißt, wenn man im Stadtverkehr zum Beispiel oder wenn man auf einer geschwindigkeitsbeschränkten Straße mit 70 km/h entlang fährt, dann neigt der Motor so ein bisschen, das Gas nicht konstant zu halten, sondern man hat so ein bisschen ein Ruckeln drin und das macht es auf Dauer schon ein bisschen anstrengend. Das Motorrad oder der Motor hat ja hier auch verschiedene Mappings. Wir haben uns da einfach immer mit beholfen, dass wir vom Street Mapping in das Rain Mapping gewechselt haben. Damit ist die Übersetzung vom Gasgriff zur Drosselklappe verändert sich da. Das heißt, es wirkt ein bisschen gedämpfter. Und damit lässt sich das ja ein bisschen überspielen. Aber grundsätzlich ist natürlich diese Charakteristik schon vorhanden. Also man muss da schon eine ruhige Gashand beim Stadtverkehr haben, um das ausgleichen zu können. Okay, dann lass uns noch mal kurz über die Bremse sprechen. Das ist ja auch so bei der 97er Duke. Die Bremse ist vollkommen okay. Könnte vielleicht für den einen oder anderen, gerade bei uns so am Dauertest, ab und zu ein bisschen spritziger, ein bisschen sportlicher ansprechen. Aber unterm Strich muss man sagen, die Bremse macht eigentlich nichts verkehrt und regelt gerade so dann je nach Mapping auch super safe, super easy, ohne dass irgendwie Überschlaggefahr oder sonst was herrscht, selbst im ABS-Bereich. Wie sieht es denn jetzt da bei der Adventure aus, gerade mit den langen Federwegen? Da habe ich ja eine ganz andere, sage ich mal, Verschiebung des Massenschwerpunktes halt. Liegt die genauso stabil? Regelt das ABS fein? Ist da mehr drin? Wie waren da eure Erfahrungswerte? Ja, also wir messen ja beim Top-Test-Parcours grundsätzlich das Bremsverhalten in allen Mappings. Und da muss man sagen, in der Basisversion, also im Street-Mapping, da ist die 97 Adventure, da liegt die absolut sicher beim Bremsen. Das heißt, man kann einfach voll reinlangen. Es passiert nie, dass das Hinterrad hinten hochkommt. Wir hatten eine Bremsverzögerung oder einen Bremsweg von 41,5 Meter. Das ist kein Spitzenwert, aber da ist in Ordnung. Und ich finde persönlich, es ist einfach eine beruhigende Sache, wenn man weiß, man kann in Notsituationen einfach volle Pulle bremsen, ohne dass man Angst haben muss, das Hinterrad steigt hoch und geht vielleicht sogar noch quer. Anders ist es beim Offroad-Modus, da kann man ein paar Meter Bremsweg einsparen. Allerdings muss der Fahrer dann wirklich auf der Hut sein. Das heißt, wenn man da in den Bereich von 39 Meter Bremsweg kommen möchte, dann hebt sich das Heck schon an und man muss dann mit der Bremse vorn dosieren. Ist eigentlich nur was für Spezialisten und für den Alltagsgebrauch letztendlich auch irrelevant. Okay, dann sprechen wir gleich den nächsten Punkt an. Was natürlich bei Enduros immer so ein bisschen tricky ist das Fahrwerk. Weil zum einen sollen natürlich die langen Federwege gut dafür sein, dass wenn ich da mal auf einer unebenen Straße oder im Schotter oder sowas fahre, dass dann halt Wellen und Ähnliches ausgebügelt werden, dass wenig zum Fahrer rüberkommen muss oder soll, dass Reserven da sind. Das kann ja natürlich auf der Straße dann ab und zu dazu führen, wenn ich dann halt vielleicht ein bisschen schneller fahre und so weiter, dass es vielleicht schwammig wird, weil natürlich etwas mehr Bewegung durch die langen Federwege drin ist. Ja. Deine Erfahrung so aus dem Alltagstest, also jetzt mal jenseits vom Top-Test-Gelände, wie hat sich die KTM dargeschlagen? Ja, ich glaube, wir haben schon erwähnt, die Federelemente sind ja relativ einfach. Das heißt, vorne ist die Gabel überhaupt nicht einstellbar, hinten ist das Federbein nur in der Federbasis einzustellen. Und da hat man ja immer solche Bedenken, wie passt die Grundabstimmung, weil man kann ja nicht mehr eingreifen, zumindest nicht mit Bordmitteln. Und da war es wirklich so, dass die Gabel tipptopp, sehr gutes Ansprechverhalten, auch kleine Wellen nimmt sie sehr gut. Beim Bremsen ist sie nicht zu tief eingetaucht, also da ist alles in Ordnung. Hinten beim Federbein
Wir haben das Motorrad vor dem Test mal gedrückt, da erschien uns die Zugstufendämpfung etwas zu weich, ja. Aber im Fahrbetrieb muss man dann sagen, auch im Zwei-Personen- und im Zwei-Personen mit Gepäckbetrieb war es in Ordnung. Also das Motorrad hat sich nie aufgeschaukelt, also das passt. Der einzige Wermutstropfen, den die 97er hier hat, ist, dass das Ansprechverhalten auf kleine Wellen auf der Landstraße ist einfach nicht optimal, würde ich sagen. Ist auch direkt angelenkt? Das dürfte auch der Grund sein, ja. Weshalb, weil wir haben viele Motorräder, Ducatis haben das ja auch eine direkte Anlenkung und da hat man dieses Phänomen ja auch. Ja. Und letztendlich ist es, denke ich mal, ein konzeptionelles Problem, das schwierig zu lösen ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, der Fahrkomfort liegt natürlich unterhalb einer Africa Twin oder unterhalb einer F850 GS. Aber er ist noch in der Richtung, so würde ich mal sagen. Also es passt vielleicht zur sportlichen Ausrichtung des gesamten Fahrzeugs. Man kann es aushalten, aber wenn man bequem fahren will, dann muss man sich zumindest mal eine Komfortsitzbank nachrüsten, um das Ganze ein bisschen komfortabler zu machen. Ja, und vielleicht lässt der KTM noch ein bisschen Spielraum für ein Update, dass ihr mal eine Umlenkung reinbaut. Das mag vielleicht irgendwann kommen, aber da hilft wahrscheinlich schon mal ein höherwertiges Federbein, wenn man das verbaut. Das könnte dem Ganzen helfen, aber so wie sie jetzt hier steht, man kann damit leben, aber man kann das Motorrad jetzt nicht als komfortabel bezeichnen. Okay, finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil wie wir die KTM hier so sehen, du hast gerade schon angesprochen, Topcase, Träger ist montiert, Kofferträger sind montiert. Wir haben, wie ich finde, schon hier eine sehr hohe Scheibe dran. So ein Ding, sage ich mal, diese Enduros, diese großen Enduros, werden ja auch ganz oft als Reisemobile genutzt. Ja. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, ihr habt es auch zu zweit gefahren und mit Gepäck und so weiter. Jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus. Reisequalitäten von der 97er, mal abgesehen davon, dass das Federbein sensibler ansprechen dürfte. Wie sieht es denn damit aus? Taugt das was? Kann man mit dem Motorrad gut wegfahren? Oder würdest du sagen, doch eher so Richtung sportliche Qualität abgestimmt? Nein, absolut. Also man kann, deswegen es wird dem Namen gerecht, Reise-Enduro. Also das heißt, man kann hier wirklich verreisen. Du hast gerade erwähnt, die Scheibe vorn, die haben wir bei der Präsentation, bei der ich mit dem offenen Helm gefahren bin, also mit dem Motocross-Helm. Und da habe ich eigentlich gedacht, der Windschutz könnte ein bisschen besser sein. Jetzt mit dem Integralhelm, mit dem geschlossenen, da hat sich das jetzt relativiert. Das heißt, der Windschutz, so wie er jetzt ist, der ist absolut in Ordnung. Das heißt, der Kopf ist auch bei Autobahngeschwindigkeiten sauber geschützt. Die Scheibe ist relativ schmal, das heißt, an den Schultern zupft es ein bisschen. Aber das kann man akzeptieren. Und natürlich diese typischen Reisefeatures, so wie jetzt hier vorne die 12-Volt-Steckdose unter der Sitzbank, haben wir ein Adapterkabel um das Handy zu laden. Also eine USB-Steckdose sozusagen. Genau. Ja. Dann in diesem Motorrad sind die Heizgriffe verbaut, auch ganz wichtig. Die funktionieren auch sehr, sehr gut, sind in 4 Stufen abzustimmen. Wir haben hier ein Tempomat, allerdings ist es natürlich auch Sonderzubehör. Aber sowas ist natürlich auf einer Reise sehr hilfreich. Und was halt auch immer Spaß macht, sind diese hinterleuchteten Schaltereinheiten, die KTM ja schon ein paar Jahre bei den Reise-Enduro-Modellen hat. Und das ist einfach auch, wenn man dann im Dunkeln fährt, ist einfach nur eine Orientierungshilfe im wahrsten Sinne des Wortes. Also letztendlich ist es wirklich ein reisetaugliches Motorrad. Was auch ganz wichtig ist, und ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, ist diese niedrige Sitzhöhe. Okay. Weil das ist bei Reiseenduros, bei vielen Reiseenduros, ein großes Problem. Man hat 800... Also für manche, so für mich jetzt weniger. Richtig, genau. Die Notwendigkeit liegt im Auge des Betrachters sozusagen. Nein, es ist wirklich so, dass man 870, 88, 890 mm Sitzhöhen bei vielen Reiseenduros hat. Hier hat KTM jetzt es geschafft, in der niederen Variante der Sitzbank, also die Basis-Sitzbank, die Standardversion, haben wir 830 mm. Sitzhöhe? Ja. Und das ist wirklich auch zusätzlich zum Gewicht ein ganz starkes Argument, gerade für Leute, die jetzt nicht so groß sind oder die vielleicht jetzt auch nicht so versiert sind. Ja. Wenn man mal wo umdrehen muss oder so, dann ist man einfach sicher, wenn man mit beiden Beinen den Boden erreicht, dann fährt man einfach entspannter. Und das muss man dem Motorrad wirklich zugute halten. Und wenn man ein bisschen größer ist, dann kann man es in die höhere Sitzposition hier klicken. Dann hat man 850 mm Sitzhöhe, das entspannt ein bisschen den Kniewinkel. Und das taugt, würde ich mal sagen, ich bin 1,83, das taugt jetzt für meine Größe perfekt. Okay, ganz wichtig, weil wir haben natürlich nicht nur kurze Zuseher, sondern auch ein paar längere. Ich habe schon ein paar Zuschriften immer mal gekriegt. Also von daher
einfach umstecken, dann hat man 2 cm mehr. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Basis. Und ansonsten gibt es ja, glaube ich, bei KTM auch relativ fix immer. Noch 2 Sitzbankvarianten. Es gibt eine niedrige Variante sogar noch und eine höhere. Also das heißt, auch für dich ist gesorgt. Ja, wunderbar. Trotzdem, was noch spannend ist bei dem Motorrad, also man kennt es ja von vielen KTMs, die bei den Einzylindern, der SMC und so weiter, ist der Tank hinten. Jetzt haben wir hier wieder bei der Duke den Tank vorne. Aber so richtig Tank ist das ja gar nicht, weil wir haben gerade schon mal gemessen. Hier unten, ihr könnt es ja hier unten sehen, gibt es so eine Aussparung an beiden Seiten. 70 cm, wir haben gerade einen Zollstock rausgeholt in der Breite. Ich meine, ein Boxer hat, glaube ich, wie viel? Du weißt es aus dem 75. 75, also Boxer. Praktisch. Und da unten ist sowas wie der Boxer-Format-Tank oder sowas ähnliches, oder? Boxer-Imitation oder wie man es auch nennen möchte. Es ist eigentlich es hat mit dem Boxer mit Sicherheit nichts zu tun. Ja. Der Hintergrund von dieser Tankform ist zunächst mal, KTM hat Wert darauf gelegt, dass das Motorrad eine vernünftige Reichweite hat. Ist ja klar, wenn man ein Reisemotorrad baut. Wie viel Tankinhalt haben wir? Wir haben jetzt 20 Liter hier und die 20 Liter müssen ja irgendwo untergebracht werden. Und man wollte offensichtlich vermeiden, hier oben relativ breit zu werden. Das heißt, um den Knieschluss dann unergonomisch breit zu gestalten. Deswegen hat man überlegt, okay, der Tank bzw. das Benzin muss eben weiter unten gebunkert werden. Erfahrungen hat man damit aus dem Rallye-Bereich. Wenn man mal ein Dakar-Motorrad von KTM anschaut, dann sieht es fast 1:1 so aus wie die 97er. Das heißt, der Tank ist weit unten gebunkert, ist natürlich auch gut in Sachen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt wandert nach unten, was ja grundsätzlich mal gut ist. Eine andere Frage ist die Optik. Seit das Motorrad auf der Messe präsentiert wurde, streiten sich ja die Fans, ob das jetzt Rallye-mäßig peppig ist oder einfach nur nicht schön. Ja, genau. Also es ist ein schmaler Grat und letztendlich ist es eine Geschmackssache. Viel wichtiger wäre vielleicht, oder waren die Einwände, was passiert, wenn ich stürze. Weil das war auch auf der Präsentation natürlich sofort ein Thema. Und da hat KTM gesagt, sie hätten jede Menge Schleif- und Schlagtests gemacht mit diesem Tank, um zu sehen, ob der irgendwann mal leck wird, wenn das Motorrad beim Sturz über die Straße schleift. Und offensichtlich, Sie sagen, es wäre safe, es wäre in Ordnung, es wäre nichts passiert. Und ich glaube einfach, um den Diskussionen da ein bisschen die Schärfe zu nehmen, hat man jetzt den Motorrädern auch serienmäßig nochmal einen Schutz über die Tankflanke gegeben. Also insofern würde ich mal einfach dem Hersteller glauben, dass das funktioniert. Wie gesagt, die optische Seite ist ein ganz anderes Thema. Da muss jeder einfach mit sich selber ins Gericht gehen, ob ihm das gefällt oder nicht. Genau, du hast gerade schon aber angesprochen, 20 Liter Tank. Man wollte natürlich auch in Sachen Reiseaspekten eine bestimmte Reichweite erzielen. Dann gehört ja zum Top-Test auch die Ermittlung eines Verbrauchs, eines Landstraßenverbrauchs, hochgerechnet mit 20 Litern. Wie weit komme ich mit der 97er Adventure? Also wir haben den Landstraßenverbrauch moderat gefahren, so wie immer beim Top-Test von 4 Liter. Ein 130er Verbrauch auf der Autobahn haben wir 5,1 Liter gemessen. Also insofern hat man auf jeden Fall eine ausreichende Reichweite. Also Pi mal Daumen 400 Kilometer würde ich sagen und das ist absolut in Ordnung. Und da sind wir schon wieder und ihr seht, hier ist jetzt die 97er Adventure und zwar Peter, was ist anders? Es ist gar nicht so viel anders, wie man denkt, obwohl das Motorrad einen völlig anderen Eindruck macht. Ja. Die wesentlichen Unterschiede liegen im Fahrwerk. Hier haben wir jetzt vorne eine voll einstellbare Gabel in Zugstufe, in Druckstufe und in der Federvorspannung. Die Gleitrohre sind 48 statt 43 mm dick. Also dicker, okay, ja. Richtig. Und hinten haben wir ein ebenfalls voll einstellbares Federbein. Und beide haben 40 mm längere Federwege, also 240 statt 200 mm wie bei der Basisversion. Zudem haben wir noch kleinere Dinge wie oben das kürzere Windschild, dann haben wir eine einteilige Sitzbank für mehr Bewegungsfreiheit im Gelände und natürlich ganz klar die Metzeler Karoo 3 Reifen, um das Motorrad geländegängiger zu machen. Das heißt, das sind relativ grobstollige Reifen. Und dann haben wir noch einen Zuschlag von 1.000 Euro. 12.400 Euro kostet ja die Basisversion, 13.400 Euro kostet diese R-Variante. Du hast gerade die Reifen angesprochen, man sieht es ja, Stollenprofil Metzeler Karoo. Felgengrößen aber gleich geblieben oder anders? Das ist ja auch so eine Sache, weil man versucht ja meist durch größere und schmalere Reifen
Ja. Offroad-Tauglichkeit sozusagen in den Fokus zu rücken, hat das KTM hier auch gemacht? Ja, die Felgengrößen sind gleich geblieben. Okay. Und also 1821. Und gerade dieses 21 Zoll Vorderrad, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für die Geländegängigkeit von einer Enduro. Das heißt, das Rad ist relativ groß und vor allem ist das Rad relativ schmal vorne. Das heißt, es führt in den Längsrillen im Gelände besser. Und da muss man auch sagen, wir sind mit diesem Motorrad nicht den Top-Test-Parcours gefahren, eben wegen der Bereifung, weil das ist eigentlich Quatsch, auf der Straße hier die Grenzen einer Offroad-Bereifung auszutesten. Wir haben das Motorrad hauptsächlich im Gelände bewegt und da muss man schon sagen, das spielt wirklich in einer anderen Liga als alle anderen Mittelklasse-Reise-Enduros, die wir bislang gefahren sind. Also was heißt jetzt andere Liga? Also du fährst es dann wie ein Crosser oder weil man muss ja immer noch fairerweise sagen, wir reden immer noch über 200 Kilo, also normale, richtige Cross-Motorräder haben wir 100 plus ein bisschen. Richtig. Dann gibt es sowas wie die 701 oder sowas oder wie die 690er SM Enduro. Ja. Da sind wir bei 150, je nachdem, 160 Kilo. Mhm. Hier immer noch über 200. Und trotzdem sagst du, komplett anders. Hat dich überrascht? Was kann die 97er denn? Das hat mich überrascht. Ich habe jetzt den Vergleich gegenüber Zweizylinder-Reise-Enduros angestellt, also sprich jetzt eben besagten Africa Twin oder F850 GS von BMW. Und da muss man schon sagen, allein durch die Federungsabstimmung, die Federung ist sehr progressiv ausgelegt. Das heißt, man hat jede Menge Federungsreserven. Das heißt, man kann auch wirklich mal einen großen Sprung springen, ohne dass nachher das Fahrwerk da auf Block geht. Und man kann sich sehr, sehr viel trauen. Das Gefühl ist wirklich wie bei einer Sport-Enduro. Das heißt, man kann mit der Kupplung das Vorderrad anheben, über irgendwelche Widerwärtigkeiten drüber heben. Ganz klar, man hat 90 Kilo mehr zwischen den Beinen als mit einer Sport-Enduro. Das ist nicht auf dem Niveau, muss ja auch gar nicht sein. Aber was das Motorrad im Gelände zu leisten vermag, ist wirklich beeindruckend. Das muss man klipp und klar sagen. Und ohne auch überhaupt jetzt den Vergleich gefahren zu sein, wage ich mal davon auszugehen, dass wenn wir beim nächsten Vergleichstest dieses Motorrad im Vergleich zu anderen Reise-Enduros der Mittelklasse haben, dass das mit Sicherheit das beste Offroad-taugliche Reisemotorrad ist, das es gibt. In dieser Klasse? Ja. Was für mich dann noch interessant ist, wo du jetzt gerade schon wieder so voll des Lobes bist, wie schnell findet man ein Vertrauen dazu? Weil oft ist ja so, wenn nicht ganz so oft Offroad fährt und dann mit der GS oder sowas ins Gelände mal reingeht, der muss sich ja erst ein bisschen dran gewöhnen, weil das sind ja schon große Motorräder, gerade dann auch oft mit hohem Schwerpunkt. Macht es die KTM einem leicht? Reicht sie einem die Hand oder wie ist da die Eingewöhnungszeit? Also generell gilt im Gelände natürlich, man muss einfach versiert sein, man muss ein Vertrauen entwickeln zu dem Motorrad. Was natürlich von Nachteil ist diese Sitzhöhe von 880 mm. Das ist wieder das gleiche Thema, was wir vorhin hatten bei der Basisvariante. Wenn man lange Beine hat und weiß, man kann, wenn es brenzlig wird, da mal kurz den Fuß setzen, dann ist es in Ordnung. Und insofern ist das schon die Grundvoraussetzung für Leute, die dieses Motorrad kaufen möchten. Also über 1,80 sollte man auf alle Fälle sein. Hilfreich sind sicherlich auch beziehungsweise mal die Hand wird einem von diesem Motorrad gereicht durch die elektronischen Assistenzsysteme. Hier hat man ja im Serienzustand dieses sogenannte Rallye-Pack drin. Das heißt, es gibt einen Rallye-Fahrmodus, bei dem man dann die Traktionskontrolle in 9 Stufen einstellen kann. Das heißt, je nachdem, wie man sich fühlt oder wie das Gelände ist, kann man da entweder viel oder wenig Schlupf zulassen. Man hat auch ein Offroad-ABS, sprich hinten wird das ABS ausgeschaltet. Vorne regelt es dann ein bisschen schärfer als auf der normalen Straße. Das heißt, man kann auch im Gelände dann gut damit verzögern. Und wenn man jetzt vielleicht nicht so versiert ist, kann man sogar sagen, dass mit eingeschaltetem ABS man wahrscheinlich auf schwierigem Gelände besser bremsen kann, wie wenn man einfach alles abgeschaltet hat. Okay. Und insofern ist es ein Motorrad, das vielleicht sogar eine neue Nische aufmacht, denke ich mal. Also es ist auf jeden Fall ein Motorrad für Weltenbummler, für Fernreisende, die wirklich ihrer Maschine was zumuten möchten, die auch extreme Strecken vorhaben zu fahren. Und für die ist das Motorrad gebaut. KTM proklamiert ja, dass ein Drittel aller produzierten 97 Adventure soll in der R-Variante vom Band laufen. Deutschland wird jetzt nicht gerade der Zielmarkt sein, denke ich mal. Aber es ist zumindest. Auch sagen muss, dass BMW ja zum Beispiel von den Adventure-Modellen in Anführungszeichen auch sehr viele absetzt im Verhältnis zu den normalen Varianten. Bloß muss man dazu sagen, dass, denke ich, bei den BMW Adventure-Modellen doch die allermeisten fast ausschließlich auch auf der Straße gefahren werden. Hier ist ganz klar diese Zielgruppe angesprochen von Weltenbummlern, Extremreisenden, alle, die einfach
ins anspruchsvolle Gelände gehen möchten. Und da fährt KTM sicherlich eine andere Philosophie. Wie gesagt, in Deutschland glaube ich nicht, dass der Kernmarkt für dieses Motorrad ist, aber in den südlicheren Ländern oder USA, Australien, da wird dieses Modell sicherlich gut ankommen. Also hört sich für mich so ein bisschen nach Fazit an. KTM hat sozusagen die Mittelklasse Enduro nicht neu erfunden, ging wahrscheinlich auch gar nicht, aber mit sinnvollen Features auf jeden Fall stark erweitert. Und das natürlich auch dann in Richtung Offroad-Tauglichkeit. Würdest du unterschreiben, oder? Ich würde das klipp und klar so unterschreiben. Und KTM geht einfach, so wie sie es fast überall machen, einen eigenen Weg. Sie riskieren etwas. Wir haben es vorhin schon erwähnt bei der Basisvariante. Das ist ein sehr sportliches Motorrad. Das ist ein sehr fast schon aggressives Motorrad. Dafür ist es leicht, dafür ist es niedrig und hat moderate Dimensionen. KTM riskiert was. Und ob das vom Markt angenommen wird, das werden wir am Ende dieses Jahres in den Zulassungszahlen sehen. Genau, und ein paar interessante Modelle in dieser Kategorie kommen ja noch, aber hier ging es jetzt natürlich erstmal um die 97er Adventure. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, Peter, ich habe gerade auch keine Frage mehr, wenn du durch bist. Sind wir durch, Peter? Eigentlich sind wir durch. Wir freuen uns vor allem auf den Vergleichstest, den wir in den nächsten Wochen machen werden mit den Mittelklasse-Enduros und da kommt nochmal ein bisschen Butter bei die Fische. Okay, ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Peter, vielen Dank fürs Mitreden, fürs Gespräch. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, lasst uns einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.